Ja, hallo ihr Lieben, wir sind heute hier im Tierpark in Cottbus, weil der Hintergrund ist, wir hatten vor einiger Zeit mal eine Ameisenanlage hier gebaut und ich schaue mir einfach mal den Status an. Aber ihr hört schon, hier ist viel los, schauen wir uns den Tierpark einfach jetzt mal an. Kommt mal mit. So, ich bin jetzt hier mit dem Ralf, das ist der Tierpfleger, der zuständig ist für die Blattschnatterameisen. Hier haben wir jetzt die Anlage. Ja. Das sieht ja richtig toll aus, also mit diesem Holz. Ne? Also, ja, da habt haben ihr jetzt sich unsere Handwerker Handwerker viel Mühe gegeben, das zusammenzubauen. Was auch einen kleinen Nachteil hatte, von wegen, es ist sehr genau von dem Handwerker gebaut worden und dadurch sind ein paar Risse in den Glasscheiben entstanden, die wir aber noch ausbügeln werden. Ansonsten sind wir sehr froh, dass die Ameisen das tun, was sie sollen. Sie schneiden Blätter und sie bauen ihren Pilz aus und es wird von den Besuchern, gerade von den Kindern, auch wirklich viel angenommen. Die Kinder stehen davor und gucken sich das an. Die Kinder haben die Möglichkeit, unten drunter zu schauen. Die Erwachsenen können gut von oben drauf schauen. Also wir sind eigentlich ganz glücklich mit. Wir haben alles Mögliche schon probiert und getan und haben festgestellt, dass wir sogar ein Stahlseil nehmen mussten, anstatt dass wir ein Kokosband nehmen wollten, weil die Ameisen einfach über das Kokosband nicht laufen wollten, sondern sich das Stahlseil lieber angeguckt haben und das genutzt haben. Was wir aber mit Sicherheit auf längeren Zeitraum vielleicht noch verbessern werden. Ihr habt es hier toll auch beschriftet, dass es ja dann auch für die Besucher dann auch gut einzusehen ist. Und wenn ihr jetzt hier unten noch mal kurz schaut, dann seht ihr, dass ein Rohrsystem dann auch noch mal rübergeht zu der Abfallkammer. Da müsst ihr Tierpfleger dann manchmal ran und dann auch die Abfälle rausholen. Genau, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen sie füttern oben, wir müssen den Abfall rausnehmen und wir füllen die Wasserbehälter nach, von wegen, wo sie sich mit versorgen. Ansonsten sind die recht pflegeleicht, da sie eigentlich fast alles selber machen. Also das ist natürlich erstaunlich, von wegen, dass das Volk sich damit selbstständig beschäftigt, von wegen den Müll in die passenden Stellen bringen, das Futter zu ihrem Pilz bringen. Das habt ihr nicht viele Tiere, ne? Die den Müll das oder sind die nicht Abfälle viele Tiere, die ihren Müll selber wegbringen. Eigentlich sind wir sonst dafür zuständig. Und es wird also von den Besuchern auch sehr angenommen. Hier sieht man auf jeden Fall den Futterbereich, wo die Ameisen sich mit Blättern versorgen. Das Ganze geht dann hier über so ein Rohrsystem hier nochmal rein in eine Arena, die haben wir ziemlich flach gehalten. Da war die Idee, dass man einfach so die Wegstrecken der Ameisen beobachten kann. Weil wenn ihr das im Urwald so beobachtet, dann seht ihr, wie sie oben die Blätter schneiden. Dann unten sind ja die Sammler, die dann diese Blattstücke einsammeln und dann abtransportieren. Die Ameisen legen ja immer große Wegstrecken zurück. Deswegen ist es manchmal ganz interessant. Was man auch manchmal beobachten kann, ist, wenn man da drin so Sand hat, dass sie auch so eine kleine Straße, also richtig so diese großen Steinchen oder sowas beiseite räumen. Sieht man jetzt hier gerade nicht, aber sowas ist zum Beispiel auch möglich. Können wir schauen, vielleicht, dass wir sowas hier auch nochmal mit integrieren. Dass hier so ein bisschen so Kieselsteine oder so ein Granulat nochmal so ein bisschen platziert und dann sieht man richtig, wie so eine kleine Wegstrecke dann so ein bisschen auf Freiräumen halt, ne? Ja, oder so kleine Ästchen oder so. Ne? Ich glaube, so ein Material hattet ihr auch da gehabt, was ein bisschen grober war, was wir dann vielleicht einfach drüber ziehen können. Das wäre eine Überlegung. Dann haben wir ja hier die Pilzkammer. Die Pilzkammer ist dementsprechend erstmal so der Hauptbereich, wo Sie da den Pilz züchten können. Hier ist wichtig, mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit das Ganze halt zu überprüfen. Die anderen Kammern sind dementsprechend jetzt nicht wichtig. Es ist ja hier so der Gedanke gewesen mit der Pilzkammer. Ja, man hat hier schön von oben die Draufsicht, also ich kann in die Pilzkammer gucken oder halt von hier unten und wenn das Ganze voll wird, was ja jetzt der Fall ist, ja, dass sie sich ja dann erweitern, ist dann jetzt hier die weitere Pilzkammer, aber wenn die dann voll ist, dann müssen wir uns überlegen, wie dann man müssen dann wir uns das überlegen. Nochmal, bauen wir vielleicht nach oben. Ja, ich würde wahrscheinlich unten, also oder unten habt ihr unten noch Platz, könnt ihr da unten ja noch ein paar Becken hinbacken. Ja, das war das Konzept eigentlich da dran. Ne? Und die Abfallkammer hinten, das ist wartungstechnisch, also der Gedanke war ja für euch, das möglichst einfach zu machen. Ja. Was damals jetzt nicht mir bewusst war, ist natürlich, dass diese Säule da ist. Ne? Wäre die Säule nicht da, wäre es natürlich dann wäre es noch einfacher gewesen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, die Info hatte ich damals halt nicht gehabt oder haben wir irgendwie nicht berücksichtigt. Aber es geht. Der Grundgedanke war halt, ihr habt nur eine Fläche, wo ihr das Ganze dann wartet. Ne? Ich sehe schon, da kommt, glaube ich, der Kollege gerade. Ja, er ist schon da. Ja, ganz fleißig Blätter geholt. Wunderbar. Genau. Das ist eine schöne Anekdote. Hatte ich die euch ja erzählt? Nee. Da hatte jemand so ein Einfamilienhaus und der ist dann halt, da hatte selber sein Formikarium gebaut. Auch wieder die Mischung mit Holzabdeckung, feucht, Holzabdeckung wölbt sich. Ja, und dann sind die halt über so ein verlängertes Wochenende, wahrscheinlich wie jetzt hier so mit 1. Mai, sind die dann ausgebrochen, er war nicht da. Die sind dann von oben vom Dachgeschoss übers Treppengeländer runter, über die Katzenklappe raus. Da war sozusagen die Möglichkeit, dass die Ameisen rauskamen. Haben dann draußen dann die Blätter geschnitten. Ja. Und als er dann wieder kam, dann sieht er wirklich irgendwie so die ganzen Ameisen, Treppengeländer so hoch, ne, dann im oberen Stock und haben dann dort den Pilz dann halt versorgt.
Und da hat er sich überlegt, naja, wow, okay, dann lasse ich das jetzt so, ne, weil dann brauche ich nicht dauernd die Blätter schneiden, sondern holen die sich dann selber die Blätter. Also es wäre so, als wenn ihr jetzt hier so eine Verbindung draußen habt und wir draußen die Blätter schneiden draußen selber. Dann hier so rein. Nur das Problem war, der Nachbar war dann so ein preisgekrönter Rosenzüchter, der fand das dann nicht mehr so lustig. Ne? Das gab dann gleich einen großen Konfliktfall. Ne? Des einen freut, des anderen leid. Ja. Ja gut, ich sag mal offiziell, ne, heißt es ja so beim Gesetzgeber, dass alle Tiere, die einmal in der Gefangenschaft waren, nicht mehr in die freie Natur entlassen werden dürfen. Ne, jetzt, Und insofern ist es natürlich da ist ein bisschen so Graubereich, aber jetzt biologisch gesehen ist natürlich keine Gefahr, weil die können ja hier draußen ja nicht überleben. Da hat man natürlich absolut kein Risiko, dass man da jetzt irgendeine Formverfälschung oder sowas da jetzt verursacht. Also zumindest bei den Arten, die wir jetzt so haben, wie jetzt Blattschalameisen, Weberameisen oder sowas halt, wo man natürlich aufpassen muss, sind natürlich die als invasiv bekannten Arten, ne, wie Pharoameisen oder fangen ja auch an, hier die Feuerameisen langsam hier Fuß zu fassen in Europa. Ja. Aber das ist ja meistens halt durch diese ganzen Containerlieferungen oder durch die Waren, ne, gerade so Pflanzen, gerade diese ganzen Gartencenter, die immer hier irgendwelche Pflanzen hin und her mit der Erde, ne, da hat es, jetzt haben wir ja diese Papilloma magnus, oder Magnum, wie die da heißt, die sich ja auch hier in Deutschland so ausbreitet und dann teilweise da sehr aggressiv und dominant dann ist. Nach einer genauen Prüfung der Anlage und den Austausch mit den Mitarbeitern gab es noch jemanden, den wir unbedingt treffen müssen. Ja, jetzt sind wir hier fertig mit den Blattschalameisen und da ist der Zoodirektor, Herr Dr. Kämmerling. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass es mit den Ameisen hier gut vorangeht. Ja, freut uns auch, dass Sie soweit zufrieden sind. Wir haben jetzt hier das ganze Jahr nochmal ausgetauscht. Das heißt, jetzt können die Ameisen sich richtig schön austoben, jetzt was den Pilz angeht. Und hier fangen sie auch schon an, den zweiten Pilz soweit zu bauen. Mich würde mal interessieren, was gibt es denn noch hier alles im Zoo zu sehen? Was sind denn so die Highlights hier von dem Cottbuser Zoo? Bei uns spielt Wasser und Wald und Park eine große Rolle, aber wir haben auch ganz interessante Raubtiere. Hier gleich nebenan Wasser-Riesenotter, aber auch kleine. Und das zeige ich Ihnen jetzt gleich mal. Ja, dann gehen wir mal hin. Spielt die Rolle bei unseren Vieraugenfischen. Und die sind mittlerweile so zahm, dass sie zur Fütterungszeit auch ein echtes Highlight sind. Und mal gucken, ob sie sich von uns abschrecken lassen. Wir können hier regelrecht tauchen, dann sehen wir sie von unter Wasser oder ein bisschen auftauchen. Und das ist ja genau das, was die Tiere mit ihren 4 Augen sind, natürlich nur 2 Augen, aber optisch wirkt es so wie 4 sie können ein bisschen nach oben gucken und ein bisschen nach unten gucken und deswegen sieht es fast wie 4 Augen aus. Und ja, die sind mittlerweile so zahm, da wollen wir mal gucken. So, jetzt gehen wir zu einer zoologischen Besonderheit, den madagassischen Ringelschwanz-Mungus. Also Schleichkatzenverwandte, wo wir ein Paar haben. Dort hat lange der Berliner Zoo das Zuchtprogramm koordiniert. Unsere beiden kommen aber aus Saarbrücken und aus der Nachzucht vom Zoo in Köln. Und das spricht auch so ein bisschen unsere Philosophie an. Wir wollen also einen Querschnitt durchs Tierreich zeigen und natürlich auch besondere und auch im Bestand bedrohte Tiere natürlich halten und auch züchten. Das Schöne an denen ist, sie sind wirklich fast den ganzen Tag aktiv. Sie sind sozial, also in kleinen Gruppen, paarweise. Man sieht jetzt schon, wie sie die hingestreuten Mehlkäferlarven hier suchen und fressen auch allerlei Kleintiere, Insekten und sicherlich auch mal eine Maus. So, jetzt habe ich hier die Ehre, mal die Ottern zu füttern. Schauen, ob sie auch meinen Fisch hier mögen von mir. Die Tiere schwimmen wirklich in strömendem Wasser, im natürlichen Wasser und können hier auf Fische lauern und haben dadurch natürlich ganz andere Reize und Einflüsse auch. Und das ist also wirklich auch einzigartig, Riesenotter in einem natürlich fließenden Wasser zu sehen und zu beobachten. Deswegen haben wir hier derzeit eine Junggesellengruppe mit einem jüngeren Männchen aus Lešná in Tschechien und ein etwas älteres schon Männchen, was ursprünglich in Dortmund geboren ist. Und die vertragen sich auch bestens. Und irgendwann hoffen wir natürlich auch mal, dass wir dann Weibchen kriegen.
Aber wenn man dann 4 weibliche Junge hat, dann muss man schon wieder gucken, wo dann die neuen Behausungen für die dann da sind. Ja, scheint den geschmeckt zu haben. Ja, also man sieht bei denen diese unglaubliche Anpassung wirklich ans Wasser. Diese breiten Schwänze sind fast wie Biberkellen. Die Hände sind fast so groß wie eine Menschenhand. Natürlicher Lebensraum Ist Amazonien, aber sie kommen auch ursprünglich bis Nordargentinien vor. Und sind aber auch mittlerweile bis auf wenige tausend Exemplare schon dezimiert im Bestand. So sieht es aus, als würde er noch einen zweiten vertragen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen noch mal Strom auf, gucken, ob die Otter mitkommen und werfen dann noch mal einen Blick auf Tapire. Tapire sind ja auch ausgesprochene Wassertiere. Also hier nur nicht beide Hände gleichzeitig durchs enge Gitter. Die sind nett und man kann sie auch streicheln. Aber ich hole noch mal ein bisschen Futter. Aber eben die Eckzähne sind durchaus auch kräftig. Ja, also sollte man nicht. Also sie dürfen gern streicheln. Die haben es gerne zart, also nicht so derb wie vielleicht ein Schwein. Und die finden es toll. Und die Nase, ne? Das ist ganz schön mobil, die Nase. Ne? Ja, das ist natürlich auch so eine Riech- und Pflücknase. Gerade die mittelamerikanischen Tapire fressen viele Blätter, die sie dann wirklich mit so einem kleinen Rüssel abstreifen. Sehr schöne Tiere. Das wird wahrscheinlich jetzt mit dem Foto schwierig. Hier sieht man jetzt bei der oben. Also die zum Beispiel, die kennen mich individuell. Das ist der Unterschied von Hörnchen und Affe. Die ganz genau. Ich habe mich jetzt so schnell bewegt. Ne? Das hat Nee, also. die reagieren jetzt wirklich auf mich. Wenn jetzt ein Normalbesucher hier käme, interessiert nicht. Man sieht oben jetzt rechts sind 2 Junge da. Achso, diese etwas heller sind dann. Ne? Nee, auf dem Rücken ganz kleine Dinger, die klammern sich, man sieht sie kaum im Fell. Von hier aus sieht man es jetzt gerade, also das Tier, die trägt es. Also es wird gar nicht die Mutter sein, bei denen tragen ja die Väter oder die älteren Geschwister. Das Schnurrbart ist so typisch für sie. Ja, das ist heißt im Deutschen dann auch Kaiserschnurrbart Tamarin, Englisch Emperor Tamarin, weil es wirklich die ersten Gefangenen präparierten Belgier wurde dann Kaiser Wilhelm-Manier die Bärte hochgezwirbelt und dann dachte man, ach, jetzt hat man was zum Deutschen Reich passende, also zum Kaiserreich passende Tiere. Und dann würden wir nochmal zum Teich gehen. Das sind so an sich landschaftlich unsere typischen Ecken. Oh Gott, wie war das nochmal? Woran erkenne ich nochmal? Asiatischen oder wenn Sie das nächste Mal kommen, haben wir eine schöne Schautafel. Okay. Die kleinen Ohren sind die asiatischen Elefanten, die aber auch letztlich ganz anders aussehen. Also die haben so einen gewölbten Buckel. Ja, die afrikanischen, die haben ja mehr so diesen Senkrücken, die Ohren, den Rüssel. Und das Schöne bei uns ist wirklich die große Anlage aus natürlich gewachsenem Boden. Das sind dann auch wieder 2 Tiere, Männlein, 2. Weiblein? Ne? Nee, das sind auch 2 Kühe. 2 Kühe, okay. Die ist noch, wir haben wie viele andere Zoos auch so Ende 60er Jahre 2 kleine gekriegt. Also die ist schon ganz, ganz lange hier. Die ist seit 69 bei uns, 68, 69 sind die ersten gekommen. Und das ist jetzt eine Mittelalter aus Leipzig ursprünglich gekommen, also ganz ursprünglich aus Vietnam, die dort in der Gruppe dann gemobbt rausgedrängt wurde. Ja, jetzt haben wir die beiden hier. Das Schöne ist wirklich die Anlage. Die können also Löcher bis ins Grundwasser buddeln. Es ist jetzt nicht irgendwie eine aufgeschüttete Sandfläche oder Beton. Ja, man sieht dann eben einen Stamm, an den die sich wahrscheinlich austoben dann auch. Ne? Der da? Ja. Der ist aus Beton. Ach so, okay. Das ist die Futterröhre für Heu. Da sind okay. die Löcher drin, da wird gefüttert. Sag mal, jetzt ungeschützte Bäume machen sie auf Dauer kaputt. Und das ist irgendwie für die Haut irgendwie so ein bisschen zum Schuppern? Oder? Das schmeißen sie, das lassen sich über den Rücken kratzen. Das machen sie vor allem, wenn wirklich die Haut nass ist. Also entweder wenn es schön geregnet hat oder wenn sie geduscht worden sind. Dann wieder sandig gemacht werden. Dann nehmen sie auch gerne diese, heißt bei uns Wippe hinten, diesen schräg aufgestellten, also so Jucken, Kratzen, dann der feuchten Haut. Das ist trägt erheblich zum Wohlbefinden von Elefanten bei. Das wollen die.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich vielen Dank, dass Sie mir das alles mal so gezeigt haben. Ein toller Tierpark. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizukommen. Und ja, mit dem Blattscheinameisen wünsche ich dann auch, dass alles gut klappt. Und wenn Fragen sind, können Sie sich dann gerne bei mir melden. So werden wir es machen. Und unser Plan ist ja auch, dass Sie dann an einer freien Schnur durch die Halle laufen. Dafür müssen Sie dann noch ein bisschen wachsen. Genau, da schauen wir mal, dass wir das dann auch gut hinkriegen. Genau. Vielen Ich Dank. bedanke mich. Ja? Bis Auf dahin. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So, ich hatte heute einen tollen Tag hier im Tierpark in Cottbus. Also wenn ihr mal Zeit habt, am Wochenende einfach mal vorbeizukommen, hier von Berlin aus, ist es 2 Stunden entfernt, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, euch das Video hier angeschaut habt. Dann bis zum nächsten Mal.